Hallo, ich bin der Stefan. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße euch auf dem Rittergut zu Kunnersdorf. Ein 800 Jahre altes Gemäuer. Wir haben hier ein modernes, neues Haus auf die alten Mauern gebaut. Und ich lade euch gerne zu einer Rundtour ein. Kommt einfach mit, wir machen mal eine Rundtour. Das ist der eigentliche Grund, warum wir zu diesem Projekt gekommen sind. Das ist der Blick auf Dresden. Diesen Blick auf Dresden, den wir hier so schön haben, den haben wir immer gesehen. Wir haben hier drüben in dem Haus gewohnt, haben auf dieses Grundstück gesehen. Das Grundstück war damals in einem ganz schlechten Zustand. Es war ziemlich vermüllt, es war zugewachsen. Und unsere Idee war eigentlich, dass wir hier uns einen Gartenbereich schaffen. Und als wir alles aufgeräumt hatten und mit dem Bagger hier ein bisschen gegraben haben, haben wir festgestellt, hier ist eine total interessante, große historische Substanz drunter, die man vielleicht nutzen kann. Und so ist das Projekt überhaupt entstanden. Ich bin selber Bauingenieur, dadurch konnte ich hier für die Konstruktion des Hauses und auch für die Grundideen jede Menge Sachen selber machen. Und da habe ich mir so gedacht, wenn ich noch mal was mache, was Richtiges, dann bitte alles auf einer Ebene und ja, vielleicht auch für die Zukunft und das Alter hinein gedacht. Glas war bei der ganzen Umsetzung von dem Projekt von vornherein ein sehr wichtiger Ideenbestandteil. Wir wollten möglichst ein Gefühl entwickeln, dass man wie auf einer Ebene steht und alles vor sich frei hat. Deswegen auch eine Glasabsturzsicherung. Hier in gewisser Weise was ganz Besonderes. Die ist 25 Meter lang, ohne Unterbrechung. Wir haben einen Fachbetrieb gefunden, die vorrangig auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind. Und die sind mit solchen Sachen mehr oder minder vertraut. Der Glasanlagenbauer, der das hier gemacht hat, der hatte die Idee, diesen Zugangsbereich, wo wir vorhin hochgekommen sind, hier zu verglasen. Das, was wir hier haben, das sind Kommandobrückengläser, die angewendet werden, wenn die aus 15, 20 Meter Höhe die Bordwand und den Pier sehen wollen, damit die das Schiff richtig ransteuern. Und da wird dann eben solches Sicherheitsglas verwendet. Ich fand es lustig. Man sieht auch, wer rein und raus geht. Das ist aber nur nebenbei. Ein Hauptgrund war eigentlich, dass wir unten in den Eingangsbereich von unserem Wehrturm ein bisschen Licht, ein bisschen Tageslicht reinbekommen, was bei einer geschlossenen Gewölbedecke fast ausgeschlossen wäre. So, dann können wir reingehen. Da gibt es noch mehr Glas. Kommt mit. Jetzt sind wir im Inneren und man sieht auch hier, Glas dominiert. Glas sollte auch dominieren, weil wir wollten das Gefühl haben, dass wir im Haus sitzen und trotzdem eine Art Balkonwirkung haben mit der breiten Glasfront, die 10 Meter ist. Und die kann man auch weit über die Hälfte öffnen. Und da hat man ein wirkliches Balkonflair mit einem sehr schönen Blick auf Dresden. Wir sind hier mit einer vollständigen Nord-Nordost-Ausrichtung unterwegs. Das bedeutet, wir haben Frühsonne und tagsüber haben wir durch die vielen Glaselemente ausreichend Licht hier drin. Und das hat einen physikalischen Nebeneffekt, dass diese Seite sich tagsüber nicht so erwärmt und damit auch das ganze Gebäude keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, die im Prinzip die Räumlichkeit nur erwärmt und uns im Sommer zum Schwitzen bringt. Wir befinden uns hier auch gleichzeitig in unserem Wohn- und Essbereich. Also das ist unser Wohnzimmer mit Küche und Sitzbereich. Hier kochen wir. Wir haben das so konzipiert, dass der kocht, nicht abgeschnitten ist von denen, die zu Gast sind. Das heißt, zentral, mittig angeordnet. Der kocht, sieht die Gäste, kann auf Dresden schauen. Damit haben wir ein sehr schönes Flair. Wir haben viele schöne Kochabende hier veranstaltet. Die Küche als solche ist rein auf Praktikabilität getrimmt. Das Einzige, was wir uns damals gegönnt haben, vor ein paar Jahren, ist dieses Kochfeld, wo man die Bratluft und Abluft direkt vor Ort einzieht über einen Aktivkohlefilter. Funktioniert auch schon 10 Jahre recht gut.
sind wir sehr zufrieden. Die Kochinsel selber war eine Herausforderung für einen Küchenbauer, weil die Platte, die hier drauf ist, aus Granit bestimmt 350, 380 Kilo wiegt. Das ist nicht ganz ohne gewesen. Aber insgesamt ist der Bereich unser Lebensmittelpunkt, immer wenn Gäste kommen. Wir haben schon ganz, ganz viele Kochabende hier gemacht. Das ist ein schönes Flair für uns und auch für unsere Gäste. Können wir hier mal in den Wohnraum gehen. Hier haben wir für uns was geschaffen, was wir unbedingt wollten. Ein Kamin, und zwar einen offenen Kamin. Das ist heutzutage doch eher selten. Wir haben eine offene Flamme, wir haben den Kamingeruch, den klassischen. Das ist ein offener Kamin, der auch so ein bisschen im Style des Hauses ist, also geradlinig, Sandstein. Für uns hier in der Sitzecke einfach die Möglichkeit, dass man Kaminfeuer hat und trotzdem noch einen Blick nach draußen hat. Können wir mal hier in den Bereich gehen, wo unsere Wohnräume sind. Wir haben aufgrund der Grundgeometrie des Hauses mit 14 mal 14 Meter ungefähr natürlich sehr große Raumtiefen. Und daher kam es, dass wir gesagt haben, um in den Bereich auch ausreichend Licht reinzubekommen, haben wir uns für Dachfenster entschieden. Die sind begehbar. Die Glasgesamtkonstruktion ist ungefähr 40 mm, 4 cm stark. Die hat so einen guten Isolationswert, wenn Schnee liegt auf dem Dach im Winter, liegt es auch hier oben auf der Scheibe und geht mir als letztes weg, obwohl wir hier im Prinzip direkt connected mit der Raumluft sind. Also fantastische Isolationswerte. Dann gehen wir mal ins Bad. Als Beispiel ist dieser Raum verhältnismäßig klein geraten im Vergleich zum Rest des Hauses. Hat den Hintergrund, dass wir hier noch unsere Gästetoilette mit untergebracht haben. Dadurch fehlen im Raum einfach 4 Quadratmeter. Aber wir haben es praktisch orientiert gelöst. Wir haben eine Zwischenwand gesetzt. Dahinter ist die Dusche und die Toilette. Dieses Element hat auch eine ausschleifende Wirkung. Normal würde das bis an die Decke gehen. Fanden wir jetzt optisch nicht so schön. Und deswegen läuft hier im Prinzip über die Wand außen, über den Fußboden hier ein Profil aus Betonstahl durch. Und das gibt dann die aussteifende Wirkung für diese Zelle, weil diese Zwischenwände keine tragende Wirkung haben und auch keine aussteifende Wirkung im klassischen Sinne. Gut, das war das Bad. Jetzt können wir mal exemplarisch in das Zimmer von meiner Tochter reingehen. Im Grunde ist es eine große Vierraumwohnung, ohne überzudimensionieren, weil die Räumlichkeiten sind ja irgendwann mal vielleicht nicht mehr durch die Kinder belegt und da bleibt dann irre viel Raum übrig, den man vielleicht gar nicht braucht. Und jetzt lasst uns mal runtergehen in den historischen Gebäudeteil, in den alten Wehrturm oder das, was davon übrig ist. Das ist im Wohnbereich der einzig verbliebene Teil des alten Wehrturmes. Die haben wir sorgfältig saniert, gesäubert, damit auch dieser ganze Sandabrieb hier nicht stattfindet. So, jetzt sind wir hier draußen im Bereich des Zuganges des alten Wehrturmes. Jetzt muss man sich mal 600, 700 Jahre, vielleicht sogar 800 Jahre zurückversetzen. Da hat nur dieser Wehrturm existiert. Hier sieht man auch die Schrägen. Das hat nicht existiert. Das ist vielleicht 300, 400 Jahre erst später dazugekommen. Und der alte Wehrturm hatte immer die Eigenschaft, dass der auf einem Feld stand, auf einem gut einsehbaren Gelände. Und hier an der Stelle war vielleicht so wie diese Terrasse oder dieses Podest hier ist, war früher eine Art Balkon aus Holz, sodass bei Feindesgefahr, wenn irgendwie die umliegenden Siedler schutzbedürftig waren, sind die hier reingegangen und man hat einfach hier am Wehrturm die Holzbalken weggeschnitten. Die ganze Stiege ist runtergefallen und man war in dem Turm, wenn man hier alles verriegelt hat, einfach sicher. Und als wir gebaut haben, haben wir hier hinter dem Bereich eine große Überraschung gefunden. Da waren insgesamt 6 Kammern, die sich hier unter dem Pool befunden haben. Die ganzen Kammern waren über insgesamt vielleicht 150 Jahre von oben verfüllt und nicht abgedichtet. Hier kann mal eine Ferienwohnung rein oder vielleicht die Kinder können mal hier
Eigenparadies entwickeln, wenn sie das Alter haben. Wir lassen das mal einfach offen. Dann lass uns mal vor das alte Gemäuer gehen. Da kann man noch ein paar interessante Sachen sehen. Hier hat man den alten Gebäudeteil des Wehrturmes zu erkennen an den schrägen Linien, rechts und links, die 2 Schießscharten. Und der Teil des Gebäudes, das sieht man, der ist angebaut. Der ist auch alt, der ist bestimmt auch 200 oder 150 Jahre alt. Aber man sieht den deutlichen Unterschied. Das ist eher bäuerliche Handwerkskunst des frühen 18. Jahrhunderts. Wehrtürme hatten auch ihre Zeit, die war irgendwann abgelaufen, die brauchte man nicht mehr. Und dann hat man diesen Wehrturm als Basis genommen und hat von da aus entwickelt einen größeren Hof, einen Vierseithof, ein Rittergut hat man entwickelt. Dieser Vierseithof hat dann lange existiert, wurde auch umgebaut, je nach Nutzungsform. Es wurde dann kontinuierlich ab den 70er Jahren genutzt, um sämtlichen Unrat an hier zu verfüllen. Wir befinden uns hier im Inneren des Wehrturms. Den haben wir komplett freigelegt. Als wir hier, nachdem wir die Öffnung gemacht hatten, haben wir hier festgestellt, erstmal wie groß die Dimension ist. Also wir bewegen uns hier in einem Raum, der hat ungefähr 13,50 Meter mal 14 Meter und hatte eine Höhe damals von 8 Metern, die komplett mit Müll zu waren. Ein Gemisch aus Bauschutt, 20 Tonnen Stahl, das waren Blechteile von Fahrzeugen, das waren alte Wagen aus der Landwirtschaft, das waren Hufeisen und dann eben 40 Jahre dörfliche Hausmüllentsorgung hat hier stattgefunden. Wir haben hier 7 Wochen lang im bergmännischen Vortrieb mit Bagger und mit LKW sukzessive uns vorbereitet, haben dann den ganzen Müll getrennt. Von dem ganzen Raumvolumen waren ungefähr 30% Sandsteine. Die haben wir natürlich aussortiert, auch wiederverwendet im Außengelände. Wir haben in dem gesamten Projekt ungefähr 2 Jahre gebraucht, um es so weit fertig zu bekommen, dass wir einziehen konnten. Das Ganze war für mich nur möglich, weil ich im Prinzip aus dem Fach komme und zu der damaligen Zeit auch Angestellte in der Firma hatte, die hier als Mitarbeiter tätig waren. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, aber hätte man alles machen lassen, wäre das sicherlich Faktor 3 gewesen. Deswegen eine etwas längere Bauzeit lieber in Kauf genommen. Ja, jetzt sind wir im Poolhaus gelandet, also dem letzten Baustein der Ruhmtor. Dann habe ich noch eine kleine Anekdote, wenn ich mal hier rüber greife. Wir haben hier ein Schild gefunden, für die Kamera rein. Rittergut Cunnersdorf Nummer 2, also quasi die Nadel im Heuhaufen gefunden, als wir diesen riesigen Müllbereich in dem alten Wehrturm ausgegraben haben. Da ist das Schild doch zum Vorschein gekommen. Man kann vielleicht nicht mehr alles lesen, wird daran immer erinnern, was es eigentlich mal gewesen ist, obwohl es jetzt ein doch eher moderner Bau auf alten Mauern ist. Das war meine Ruhmtour hier bei uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Schaut euch das Video oder dieses Video an oder noch viele ganz andere. Ich sag mal Tschüss vom Rittergut in Cunnersdorf und bis bald.